Er gehört zu den beliebtesten Basisfahrzeugen für Camperausbauten, der Pickup. Von kompakt bis Komfort bietet er eine Vielfalt, mit der kaum eine andere Gattung Reisemobil mithalten kann. Eigentlich als robustes Arbeitsgerät konzipiert, vereint der Pickup Geländewagentechnik und eine brauchbare Zuladungskapazität mit Fahrkomfort und Alltagstauglichkeit, und das alles in einer Gewichtsklasse unter 3,5 Tonnen. Damit bietet er ideale Voraussetzungen, um die Welt auch abseits der asphaltierten Straßen zu entdecken, während man seinen Hausstand bequem dabei hat. Auch für Selbstbauer bietet er eine gute Basis, denn der Aufbau kann oft einfach als Ladung deklariert werden. So umgeht man eine zusätzliche Abnahme durch den TÜV. Wer sein Fahrzeug darüber hinaus noch tunen möchte, findet ein gutes Angebot an Teilen für Fahrwerke, Felgen und vieles mehr. Und der Pickup ist weltweit bekannt und beliebt. Bei Problemen auf Reisen lässt sich also relativ leicht eine Werkstatt oder das passende Ersatzteil auftreiben. Aber egal, ob man seine Kabine selbst bauen oder fertig kaufen möchte, in jedem Fall sollte man sich vorher informieren, welche der vielen Möglichkeiten für die eigenen Bedürfnisse die richtige ist. Bevor wir aber zum Wohnbereich kommen, stellt sich noch eine andere Frage: Welches Fahrerhaus sollte ich wählen? Für Reisen allein oder zu zweit ist eine Single Cab völlig ausreichend. Sie erlaubt mehr Platz auf der Ladefläche und somit auch mehr Platz im Wohnbereich. Wer im Alltag 4 Sitzplätze benötigt, wählt lieber die Double Cab. Zu viert reisen wird mit einem Pickup allerdings kuschelig, denn entsprechende Kabinen sind oft hoffnungslos überladen und extrem eng. Der Kompromiss: Der 1,5-Kabiner bietet zusätzliche Sitzplätze für Kinder oder etwas Stauraum für eine angenehmere Fahrt, ohne zu viel von der Ladefläche wegzunehmen. Die Extra Cab wird allerdings nicht von allen Herstellern angeboten. Hier sollte man sich im Vorfeld gut informieren. Jetzt aber in die Welt der Wohnkabinen. Wir geben euch hier mal einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten, die der Pickup zu bieten hat. Schnell und einfach geht es los. Ein Hardtop auf die Ladefläche und darauf ein Dachzelt. Schon kann die Reise beginnen. Das Fahrzeug bleibt kompakt und leicht und damit ein echter Geländegänger. Geschlafen wird oben. Alles, was man zum Leben braucht, gibt es im Erdgeschoss. Stauraum, Küche und vielleicht sogar eine tragbare Campingtoilette. Wenn der Urlaub vorbei ist, nimmt man das Dachzelt und vielleicht auch das Hardtop einfach wieder ab und hat ein Alltagsauto. Falls aber das Hardtop einen festen Innenausbau hat, lässt es sich nicht mehr ganz so ohne weiteres entfernen. In kalten oder nassen Regionen stößt das Dachzelt jedoch schnell an seine Grenzen. Hier lohnt es sich, über eine andere Variante nachzudenken. Schon ein wenig mehr Komfort findet man in sogenannten Canopy-Campern. Das XL-Hardtop mit Klappdach bietet bereits Stehhöhe. Die Konstruktion ist dennoch simpel. Die Bodenwanne bleibt die Pritsche des Pickup. Viel mehr als Stauraum und einen Schlafplatz kann man hier nicht erwarten. Dafür stellen Geländefahrten für dieses Modell kein Problem dar. Während der Fahrt bleibt die Kabine kompakt und gibt dem Fahrzeug mehr Wendigkeit. Auf dem Stellplatz kann man sich aber schnell eine trockene Küche oder ein Bett zaubern. Artverwandt und doch anders, eine absetzbare Kabine mit Klapp- oder Hubdach ist oft ein wenig größer und bietet entsprechend mehr Wohnraum als ein Canopy-Camper, lässt sich aber bei Bedarf auch einfach vom Auto entfernen. So kann der Pickup auch im Alltag genutzt werden, ohne permanent die schwere Campingausrüstung zu schultern.
Die dadurch gewonnene Flexibilität ist einer der großen Vorteile dieser Fahrzeugklasse. Ob es sich aber wirklich lohnt, den Pickup auch im Alltag zu nutzen, haben wir in diesem Video schon einmal ausgerechnet. Das Auf- und Absatteln der Kabine ist mit etwas Übung und wenigstens einem Helfer kein Hexenwerk. Wie es richtig geht, haben wir euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Auch die Befestigung der Kabine sollte vor der Fahrt geklärt sein. Nicht alle originalen Befestigungspunkte der Ladefläche sind für alle Kabinen geeignet. Hier muss gegebenenfalls nachgerüstet werden. Sitzt die Kabine schließlich da, wo sie soll, sollten trotzdem regelmäßig die Spanngurte kontrolliert und gegebenenfalls getauscht werden. Besonders bei Geländefahrten werden sie stark beansprucht und halten nicht ewig. Noch größer, noch ein bisschen ungelenkiger, dafür mit mehr Platz zum Leben. Eine große Alkovenkabine mit 2 Metern Bodenlänge oder sogar noch mehr reizt die Grenzen der flexiblen Zuladung endgültig aus. Wer damit noch ins Gelände will, sollte sich das gut überlegen. Der Schwerpunkt liegt nun meist nicht nur weit oben, sondern auch weit im Heck und zusammen mit dem hohen Gewicht der Kabine leidet das Fahrvergnügen. Eine andere Version ist eine Kabine, die auf eine sogenannte Flachbettpritsche montiert wird. Dafür wird zunächst die Ladefläche des Pickups entfernt. Das Ergebnis sind eine breitere Grundfläche und ein insgesamt besser nutzbarer Raum. Die Kabine ist absetzbar, die Ladefläche hat nach dem Umbau aber keine Bordwände mehr. Alltagstauglich ist sie trotzdem, man spart Gewicht und mit der breiteren Bodenfläche der Kabine kann man auch den Schwerpunkt nach unten verlagern. Das kommt dem Fahrverhalten zugute. Wer die Flexibilität einer absetzbaren Kabine im Alltag nicht braucht, interessiert sich vielleicht eher für eine fest verbaute Kabine. Bei dieser Variante kann der verfügbare Platz maximal genutzt werden. Dadurch bietet sie den größtmöglichen Lebensraum. Durch die eingesparte Pritsche hat man etwas mehr Gewichtsreserve und kann damit in bessere Außenwände, die auch kalten Temperaturen standhalten, oder eine robustere Konstruktion investieren. Wer weite Touren oder gar eine Weltreise plant, ist mit dieser Variante gut beraten. Auch die Bewegungsfreiheit im Wohnbereich wird man auf längeren Fahrten zu schätzen wissen. Aber auch hier gilt, eine größere Kabine schränkt die Geländegängigkeit ein. Was man besonders bei großen Kabinen nicht vergessen darf, auch Pickups können keine unbegrenzte Zuladung vertragen. Auch wenn die Fahrzeuge kräftig sind und eine Menge aushalten, kann eine zu hohe Last oder ein falsch gesetzter Schwerpunkt zu ernsthaften Schäden bis hin zum Rahmenbruch führen. Die entstehende Hebelkraft durch einen großen Alkoven nach vorn oder einen langen Überhang nach hinten wird oft unterschätzt. Auch die Einstellung der Luftfedern kann entscheidend sein, aber Vorsicht! Zusätzliche Federn, um die hohe Zuladung auszugleichen, sind hier nicht immer sinnvoll, denn sie beschleunigen den Verschleiß des Rahmens. Außerdem sollte man sich gut überlegen, mit welcher Last man noch ins Gelände fahren möchte. Auf unwegsamem Terrain wirken andere und stärkere Kräfte als auf einer asphaltierten Straße, die dem Rahmen schnell den Rest geben können. Wer eine absetzbare Kabine hat und sich im Gelände austoben will, lässt sie am besten einfach am Übernachtungsort stehen. So hat der Pickup seine ursprüngliche Bewegungsfreiheit zurück. Trotz der Gefahren und Nachteile, die Vielseitigkeit des Pickups ist nahezu grenzenlos. Von kleinen und kompakten Lösungen, die flexibel im Alltag und unproblematisch im Gelände sind, bis hin zu luxuriös ausgestatteten, fest verbauten Wohnkabinen, die die Wendigkeit aber stark beeinflussen, gibt es für nahezu jedes Bedürfnis Angebote und Lösungen. Welche ist für euch die richtige und warum? Schreibt es uns mal in die Kommentare.